Nun soll es also ganz schnell gehen. Bis Ostern will Unionskanzlerkandidat Merz eine Regierung bilden. Und da FDP und BSW ja an der 5%-Hürde gescheitert sind, dürfte es nun also auf eine große Koalition mit der SPD hinauslaufen. Nur wirklich groß wäre dieses Bündnis in Wahrheit nicht. Die anstehenden Aufgaben dafür sind umso größer. Rambazamba bei der CDU. Die Partylaune ist auf dem Höhepunkt. 3,5 Jahre harte Oppositionsbank. Was für eine Befreiung. Und im Nebenraum steht der voraussichtlich neue Kanzler mit offenem Hemdkragen und einem Bier in der Hand beim politischen Smalltalk. Nun muss man sich mit der SPD einigen. Die Gespräche werden wohl eher schwierig. Am Tag nach der Wahl Appelle. Die SPD ist eine alte Partei, die in der Vergangenheit große Verantwortung für unser Land schon übernommen hat. Es ist jetzt nicht die Situation, über Wünsche zu diskutieren. Auch wir hätten uns gegebenenfalls andere Rahmenbedingungen für die Regierungsbildung gewünscht. Es geht jetzt darum, Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Und das bedeutet, dass man die Interessen des Landes weit über parteipolitische Einzelinteressen stellt. Bis Ostern soll Schwarz-Rot stehen, die To-Do-Liste von Friedrich Merz. Die Migration regeln und die Wirtschaft auf Kurs bringen. Europa zusammenhalten gegen Spaltungsversuche aus Washington. Verteidigungsfähigkeit gegen Moskau schaffen. Er ist der große Verlierer, Olaf Scholz. Scholz hat der Bundes-SPD das historisch schlechteste Wahlergebnis eingebrockt. Scholz will nicht mit Merz verhandeln, nicht in eine Merz-Regierung eintreten. Lars Klingbeil gibt als designierter neuer Fraktionschef jetzt den Ton an. Sein Generalsekretär sieht noch tiefe Gräben bis zu einer Koalition mit der Union. Das ist kein Selbstläufer. Die SPD steht für Inhalte. Dafür standen wir jetzt auch die letzten Wochen. Und es geht zum Beispiel darum, ist dieser Staat handlungsfähig? Werden unterschiedliche Güter gegeneinander ausgespielt, wogegen wir uns eindeutig verwahren? Die Frage zum Beispiel, die Verteidigungsfähigkeit herzustellen, aber nicht auf Kosten der Kommunen beispielsweise, nicht auf Kosten des sozialen Zusammenhalts. Das werden sehr entscheidende Fragestellungen sein. Die SPD wird auch auf eine selbstbewusste CSU stoßen. Ohne das starke Ergebnis unter Markus Söder sehe nämlich CDU-Chef Friedrich Merz ziemlich blass aus. Wir haben ja auch eine Körpersprache von Markus Söder gesehen. Ja. So sehen Sieger aus. Das war der Mann, der da gewonnen hat. Da hat sich was verschoben. Die CSU bringt 1/4 der Stimmen mit in der neuen Fraktion. Und wir haben ja gesehen, wie Söder aufgetreten ist. Ja? Also da ist für Friedrich Merz jemand erwachsen, der der Nebenkanzler sein will. Der macht nichts ohne mich, könnte man das deuten. Noch überwiegt die Freude des Sieges. Doch für Friedrich Merz kommt jetzt die harte Realität. Tja, Rambo-Zambo auch in der Wirtschaft. Das wollen wir jetzt mal besprechen mit Holger Czapitz, leitender Wirtschaftsredakteur hier bei Welt. Holger, also Rambo-Zambo mit einer großen Koalition. Also zumindest der DAX heute und hat der dieses MDAX, Wahlergebnis. schau dir den MDAX an, der macht richtig Rambo-Zambo und der ist so, wie die Grünen gesagt haben, wir kleben das Handy ab und feiern groß. Also der MDAX tut das. Und man muss ja überlegen, was waren die zwei Ideen, die die Börsianer hatten. Das eine war klare Mehrheit, das haben wir geschafft mit Schwarz-Rot und wir brauchen die Grünen nicht, das war das. Das ist das Positive. Das andere war, dass die Linken und Rechten nicht eine Sperrminorität haben, das haben wir jetzt leider. Also man kann keine Zweidrittelmehrheit mehr mit den etablierten Parteien, die dann das Grundgesetz ändern können. Aber da hat man eine ganz neue Idee jetzt. Zum einen sagt man, naja, die Verteidigungsausgaben, die können wir nach Europa rüberschieben. Und da brauchen wir gar keine Schuldenbremse zu ändern. Und wenn wir dann noch die Schuldenbremse in Deutschland ändern wollen für Infrastruktur, da machen die Linken mit. Und so hat man sich das schön gesprochen. Aber ich glaube, das Wichtigste, warum hier Rambo-Zambo ist wirklich, dass man jetzt nicht irgendwie mit Kenia aufwacht und denkt sich so, jetzt noch mal eine Art Ampel, nur eben mit Schwarz vorne. Und das war, glaube ich, das wirklich, was den Optimismus ausgelöst hat. Also die Grünen tatsächlich auch noch mal im Rückblick aus Sicht der Wirtschaft der absolute Bremser. Naja, man hat es ja auch beim Weltwirtschaftsgipfel gesehen, wie aggressiv die Wirtschaftslenker auf Robert Habeck, wie genervt sie waren. Und ich glaube, das ist jetzt auch das, was jetzt hier für die Erleichterung sorgt. Wenn man mal guckt, was sind jetzt so man kann ja an der Börse sehr schön sehen, was wird jetzt nach oben gespült, was runter. Immobilien. Das ist jetzt rechnen alle damit, dass es den neuen Immobilienboom gibt. Ja, wobei, der wurde uns schon mal versprochen, ne? Der große Immobilienboom, der ist ja nun auch ausgeblieben. Aber jetzt bauen wir ja ohne Keller und vielleicht auch ohne Dach, nein, nicht ganz
Ganze, aber wir bauen jetzt billiger. Und da sieht man beispielsweise Hypoport, das ist so ein Immobilienfinanzierer, die ja bei Neubau richtig, bei den Krediten für Neubauten richtig verloren haben, weil es halt keine Neubauten gab. Und jetzt rechnet man damit, dass da richtig was passiert. Man sieht auch Vonovia und so. Man fragt sich, wie das mit den Linken irgendwie geht. Aber trotzdem, es ist so ein bisschen durchatmen, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Also so kann man es vielleicht dann zusammenfassen. Wobei besonders gut ist ja nun auch eine GroKo nicht. Also wenn man noch mal ein bisschen zurückschaut, wir hatten schon unsere Erfahrungen mit großen Koalitionen und es war jetzt nicht wirklich eine Fortschrittskoalition. Aber auch da kann ich dir das Narrativ erklären. Jetzt haben wir Linke und Rechte und wenn wir jetzt nichts tun, dann werden die beim nächsten Mal die stärksten Kräfte und dann haben wir es ganz anders. Aus dieser Angst heraus appellieren jetzt alle an das staatspolitische Verständnis der Parteien, die jetzt die Koalition bilden, dass da wirklich was passiert und dass es wirklich nach oben geht. Und wenn man den IFO-Index anschaut, da kam er heute um 10 raus, da war ja die gegenwärtige, da werden ja immer Unternehmen gefragt, wie geht es Ihnen heute und wie wird es Ihnen in 6 Monaten gehen? Und heute sagen alle, oh, es geht mir richtig schlecht. Also man sagt, diese Gegenwart war richtig schlecht, aber für 6 Monate, da war auf einmal ein Optimismus da. Und da muss jetzt geliefert werden. Ich glaube, das ist erstmal so die Hoffnung. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Und Rambo, dann haben wir es wieder. Ja. Rambo Zambo, es ist einfach zu schön. Aber Holger, noch mal ganz kurz. Was wäre denn jetzt der Killer? Was dürfen Sie auf gar keinen Fall jetzt machen, Schwarz und Rot, wenn Sie denn zusammengehen? Naja, sie dürfen nicht mehr streiten. Ich glaube, das war ja das Schlimmste. Also erstmal wäre es schon schön, wenn es relativ schnell geht und wir nicht so ein, gut, jetzt haben wir noch Hamburg-Wahlen, da wird das nicht gleich losgehen. Und es dürfte nicht so, dass noch Mitglieder entscheiden und das und das und dann haben wir noch den und dann müssen wir noch überlegen, wer das ist. Das wäre das Erste, dass es relativ schnell geht und dass wir dann keinen Streit mehr haben. Weil Streit sind die Leute wirklich leid. Und es ist ja so, wie wir jetzt hier Frühling haben und alle sagen, wow, Frühling. Und das ist ja auch eine Gefühlsfrage. Ja. Und wenn jetzt einfach die Stimmung in der Wirtschaft war ja so saumäßig schlecht. Und wenn man jetzt da durchatmet und sagt, da wird was und ja, jetzt vielleicht nicht das optimale Ergebnis, aber wenigstens besser als das schlechte Ergebnis, dann kann man auch da durchatmen. Und wir haben ja für dieses Jahr plus 0,3 Wachstum. Aber da kann auch schnell mehr draus werden, wenn jetzt alle mal sagen, okay, jetzt... Ein bisschen mehr Optimismus. Da haben wir wieder Rambo-Zahl, da haben wir es wieder. Also das zieht sich hier durch. Also wir hoffen mal, dass es so kommt. Wir füllen unser Glas, es ist auf jeden Fall halb voll. Rambo Zambo für Deutschland. Ja. Hoffen wir, dass es klappt. Dankeschön. Sehr gern.